Partnerschaft. Doch das unangenehme Sägen muss nicht sein. Das jedenfalls behaupten Tennislehrer Ulrich Hauenstein, seine Freundin Tanja und der Zahntechniker Soran. Die drei schwören auf die Good-Night, Gute-Nacht-Tropfen gegen das Schnarchen. Ohne Schnarchen, ganz ruhig, so schlafen Uli und Tanja. Doch das war nicht immer so. Früher grenzten ihre Schlafgeräusche an nächtliche Ruhestörung. Also nach dem ersten Kennenlernen, in den ersten Nächten hatten wir noch sehr viel Spaß. Das wurde leider durch Stress abgelöst, weil wir haben uns wirklich gegenseitig zugeschnarcht und haben schon überlegt, ob wir uns getrennte Schnarchzimmer besorgen. Aber jetzt haben wir eine Lösung gefunden. Seit einigen Wochen nehmen der Tennislehrer und die Springreiterin die Gute-Nacht-Tropfen gegen das Schnarchen. Ein pflanzliches Wässerchen, das sie vor dem Zubettgehen wie eine Mundspülung gurgeln. Ein Zauberwasser, das helfen soll beim Kampf gegen schlaflose Nächte. Ätherische Öle aus Rosmarin, Salbei, Lavendel und Fenchel und das philippinische Mastixöl sorgen für Ruhe. Wie ist das möglich? Die Vibration des Gaumensegels wird verhindert und so ist Schluss mit der lästigen Schnarcherei. Der Heilpraktiker Holger Zimmek hat gute Erfahrungen mit Good-Night. Er glaubt an die Zusammensetzung der verschiedenen Öle. Von den Wissenschaftlern sieht er sich dabei bestätigt. Der Hauptwirkstoff, der dieses Schnarchen verhindert, ist Matrix. Und das hat eben in einer internationalen Studie, die in verschiedenen Ländern durchgeführt wurde, eben erwiesen, dass eben an der Konzentration besonders wirksam sind und so eben das Schnarchen verhindern. Und sehr viele andere Mittel gibt es meiner Erfahrung nach nicht. Auch Zahntechniker Soran Sevic glaubt an die Tropfen gegen das Schnarchen. Wir treffen ihn bei einer Geschäftsreise nach Hamburg. Ist ja nicht so, dass ich von zu Hause rausgeflogen bin, aber ich bin viel unterwegs und meine Freundin war früher sehr dankbar, wenn ich nicht zu Hause geschlafen habe. Seit 4 Wochen, so sagt er, nimmt er die Gute-Nacht-Tropfen. Und er hat sie auch in der Tasche, wenn er unterwegs ist. Für Soran ganz wichtig, denn das Schnarchen bereitet ihm sogar Atemnot. Das machte ihm Sorgen. Genauso schlimm ist für ihn, dass er auch häufig an den folgenden Tagen an Dauererschöpfung leidet. Dann haben die nächtlichen Atemaussetzer wieder einmal Sauerstoffmangel verursacht. Mit dem abendlichen Gurgeln, so Soran, hat er wieder Lebensqualität gewonnen. Ich hatte nicht diese Atemnot, also diese Angst war weg. Und ich muss sagen, meine Freundin hat es natürlich auch gemerkt, sie schläft viel ruhiger als vorher. Und also ich bin im Grunde genommen richtig happy. Für Tanja hat sich die Investition gelohnt. Mit Uli verbringt sie harmonischere Nächte denn je. Kuschelstimmung bei den beiden Ex-Schnarchern. wir schlafen wesentlich besser als vorher. Die nächtlichen Rippenschläge haben auch aufgehört. Weil Tanja meinte, immer mich wecken zu müssen, wenn ich anfange zu schnarchen. Und insofern ist es nachts einfach ruhiger. Und das Kuscheln macht auch wieder Spaß. Jo. Dank der Gute-Nacht-Tropfen ist den beiden das zweite Schlafzimmer erspart geblieben.